Motivation ist die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhaltend mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen. Motivation kann als Prozess aufgefasst werden, in dessen Verlauf zwischen Handlungsalternativen ausgewählt wird. Das spätere Handeln wird dann auf die ausgewählten Ziele ausgerichtet und auf dem Weg dorthin in Gang gehalten, also mit psychischer Energie versorgt. Für das Entstehen von Motivation sind Personen und situationsbezogene Faktoren relevant, die miteinander interagieren. Zu den personenbezogenen Faktoren zählen Ziele, Motive und Bedürfnisse. Verschiedene Menschen verfolgen ganz unterschiedliche Ziele und bewerten diese auch unterschiedlich. Als Grundlage für diese Zielformulierung und Bewertung fungieren die sogenannten Motive, die sich wiederum auf Grundlage verschiedener Bedürfnisse ausbilden. Damit Motive aber auch einen Einfluss auf unser Verhalten ausüben können, müssen sie situativ angeregt werden. Es braucht situationsbezogene Faktoren, die sogenannten Anreize. Anreize weisen auf Möglichkeiten hin, dass gesetzte Ziele erreicht werden und damit Motive erfüllt werden können. Unter verschiedenen Möglichkeiten wählen wir diejenige aus, die den größten Wert für uns hat und deren Erwartung über die Realisierbarkeit möglichst hoch ist. Halten wir zusammenfassend also fest: Eine Person mit bestimmten Bedürfnissen, Motiven und Zielen trifft auf eine Situation mit gewissen Gelegenheiten und Anreizen. Erst durch einen Anreiz, der mit den Motiven der Person harmoniert und dessen Erwartung und Wert möglichst hoch sind, erhält die Situation einen Aufforderungscharakter zu bestimmten Handlungen und es entsteht Motivation. Motiviertes Handeln kann verschiedene Qualitäten aufweisen und nach der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan anhand des Grades der Selbstbestimmung differenziert werden. Ursprünglich unterschieden Deci und Ryan lediglich extrinsische und intrinsische Motivation. Extrinsisch motiviert ist eine Person dann, wenn sie Handlungen durchführt, um externe Konsequenzen zu erreichen. Dies kann beispielsweise der Erhalt von Belohnungen, aber auch die Vermeidung von Bestrafungen sein. Intrinsische Motivation hingegen geschieht unabhängig von solchen externen Konsequenzen. Intrinsisch motivierte Handlungen erfolgen autotelisch, das heißt aus der Freude am Tun und ohne eine instrumentelle Funktion zu erfüllen. Aufgrund diverser Beobachtungen differenzierten Deci und Ryan zu einem späteren Zeitpunkt die extrinsische Motivation noch konkreter. Seither werden 5 verschiedene Formen von Motivation unterschieden, die sich auf einem Kontinuum mit den Polen Kontrolliertheit versus Selbstbestimmung einordnen lassen. Diese lauten externe Regulation, introjizierte Regulation, identifizierte Regulation, integrierte Regulation und intrinsische Regulation. Je höher der Grad der Selbstbestimmung, desto qualitativ hochwertiger kann das motivierte Handeln angesehen werden. Neben den verschiedenen Motivationsformen werden in der Selbstbestimmungstheorie auch 3 für die Motivationsbildung ganz zentrale Bedürfnisse benannt: Autonomie, Kompetenz und soziale Zugehörigkeit. Kann ein Individuum diese 3 Grundbedürfnisse in sozialer Interaktion befriedigen, so wirkt sich dies förderlich auf intrinsische und integrierte Regulation aus.
Stehen der Befriedigung Hinderungsgründe im Weg, so wird intrinsische Motivation gehemmt. Motivation allein führt noch nicht zur eigentlichen Handlung. Damit Motivation zur tatsächlichen Handlung führt, muss sich zunächst eine Intention bilden. Ein Modell, welches den Prozess von der Motivation zur tatsächlichen Handlungsausführung und darüber hinaus beschreibt, ist das sogenannte Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Es geht von 4 Phasen aus. Erstens, Abwägen. Aus den Motiven eines Individuums bilden sich viele Wünsche heraus, die jedoch nicht alle realisiert werden können. Die Person muss daher auf Grundlage der Stärke des Wunsches und der Realisierbarkeit entscheiden, aus welchen Wünschen sie auch Ziele formuliert. Diese Umwandlung des Wunsches in ein Ziel wird in geschichtlicher Anlehnung als Cäsar als Schritt über den Rubikon bezeichnet. Zweitens, Planen. Das Individuum plant nun die Schritte zur Erreichung des ausgewählten Ziels. Es setzt sich außerdem mit potenziellen Schwierigkeiten bei der Zielerreichung auseinander. Drittens, Handeln. Das Individuum versucht nun, die gefassten Handlungspläne in die Realität umzusetzen. Viertens, Bewerten. Das Individuum bewertet die Handlungsergebnisse im Hinblick auf das ursprünglich gesetzte Ziel. Sieht es die Zielerreichung als gegeben, wird das Ziel deaktiviert. Sieht es das Ziel jedoch als verfehlt, kann dieses entweder nach unten korrigiert und an das Handlungsergebnis angepasst werden, oder aber das Individuum muss seine Handlungen überdenken und sich erneut an der Erreichung des Ziels versuchen. Einzelne Motivationsprozesse können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. In Anschluss an eine Handlung nehmen wir Menschen eine Bewertung vor. Wir schlussfolgern, ob unsere Handlung als Erfolg oder Misserfolg zu sehen ist und welche Ursachen dafür zugrunde liegen. Unterschiede in der Ursachenzuschreibung haben einen Einfluss darauf, ob in zukünftigen ähnlichen Situationen Erfolge oder Misserfolge erwartet werden. Diese Erwartung wirkt sich wiederum auf die Motivation und das Handeln aus. Die Zuschreibung einer Ursache findet auf 3 Dimensionen statt. Lokation. Liegt der Ort der Ursache in mir selbst oder in äußeren Faktoren? Zeitliche Stabilität. Sehe ich die Ursache in zeitlich stabilen oder variablen Faktoren? Subjektive Kontrollierbarkeit. Kann ich die Ursache selbst beeinflussen oder habe ich keine Kontrolle?